Hallo zusammen, herzlich willkommen auf dem Drohnengrafer-Kanal. Mein Name ist Jörg und heute schauen wir uns mal den BB21 von Nitecore an. Das ist ein Gebläse für Fotografen bzw. ja für Filmemacher, für Videomacher oder auch ja zur Reinigung von Drohne, von Kamera, von Objektiven und. Und was das ist, das schauen wir uns gleich mal an. Haben wir hier diesen kleinen BB21 von Nitecore jetzt schon mal schnell ausgepackt und wir können jetzt hier auch sehen, es befindet sich natürlich im Lieferumfang eine kleine Bedienungsanleitung und auch ein USB-Kabel, wo dann das Gerät hier unten am Strom quasi angeschlossen werden kann zum Aufladen, damit der kleine Nitecore BB21 dann auch richtig schön pusten und blasen kann. Leider befindet sich hier bei diesem Gerät auch kein Netzstecker im Lieferumfang, also da wird wirklich nur dieses USB-Kabel mitgeliefert, dass man das Gerät dann an so einem Netzteil irgendwo mit anschließen kann. Aber wie man das jetzt hier sieht, das Gerät liegt schon mal richtig gut in der Hand. Es ist auch wirklich handlich, also das ist, denke ich mal, gerade gut für Fotografen, beziehungsweise auch wenn man dann mal irgendwo was reinigen muss, wo man vielleicht jetzt mit so einer kleinen Bürste nicht unbedingt reinkommt. Also dieses Gebläse, das kann man jetzt hier sehen, das arbeitet in 3 verschiedenen Stufen. Ich kann das jetzt hier mal ganz kurz einschalten. Jetzt hat man das hier auch schon mal gehört und gesehen, wie dann quasi dieses Gebläse arbeitet. Hier im oberen Bereich kann man das jetzt gut erkennen. Hier ist so eine kleine Bürste versteckt. Wenn ich jetzt hier drauf drücke und das nach vorn drücke, dann fährt quasi diese kleine Bürste raus. Das ist, denke ich mal, gut, wenn man irgendwie Objektive reinigen möchte oder eben auch vielleicht mal eine Tastatur, wo man jetzt nicht unbedingt mit so einer anderen Bürste reinkommt, beziehungsweise man kann ja dann dazu optional auch noch dieses Gebläse extra mit einschalten und damit alle Sachen richtig schön reinigen. Und hier auf der Seite sieht man das jetzt, wenn wir jetzt hier diesen kleinen Taste betätigen, dann öffnet sich quasi hier so eine kleine Abdeckung, da ist so ein Filter eingebaut und hier unten drunter haben wir ja dann quasi unser Gebläse, wo man das jetzt hier auch sehen kann. Wenn ich das jetzt hier betätige, ja, dann schaltet sich das Gebläse ein bzw. aus und hier kann man sehen, ja, der Nitecore BB21, der macht hier so richtig viel Dampf. Und der Nitecore BB21, der wurde mir von PeerGear zur Verfügung gestellt. Von PeerGear hatte ich euch auch schon mal diese kleine Action Cam mit vorgestellt. Die kann ich euch hier oben mal mit einblenden. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und PeerGear und Nitecore sind, denke ich, 2 Firmen, die da zusammenarbeiten. Und das Gerät wurde mir, wie gesagt, kostenlos zur Verfügung gestellt. Und jetzt noch ein paar Worte mit zur Transparenz. Also mir wurde jetzt hier nicht vorgeschrieben, was ich euch zu erzählen habe oder was ich euch zu zeigen habe. Das sind jetzt meine Eindrücke zu diesem ganzen Gerät. Das bloß nochmal, wie gesagt, ganz kurz mit zur Transparenz. Und der BB21, ja, der Baby Blower, so nennt er sich, 21, ja, ich weiß nicht, wer sich das hat ausgedacht, aber der eignet sich jetzt nicht nur zum Reinigen von irgendwelchen Sachen, das spricht auch Leute an, die jetzt in der Fotografie oder mit der Videografie zu tun haben, die jetzt vielleicht so Produktfotos erstellen oder auch Produktvideos. Da kann das Gerät wirklich sehr gut zum Einsatz kommen. Wenn man jetzt hier vielleicht mal ein Video aufnehmen möchte, wo eine junge Frau steht, die dann vielleicht irgendwie so das Haar im Wind hat oder wie ich jetzt hier bei meinem Test, wo ich hier mit so Papierschnipseln gearbeitet habe, da habe ich das einfach mal eingesetzt und da kann man wirklich auch dann dementsprechend für seine Fotos oder Videos wunderbare Effekte mit erzielen. Da haben wir uns jetzt mal dieses kleine Gerät hier angeschaut, der BB21 von Nitecore. Vielen Dank auch nochmal, dass ihr mir das Gerät hier übersendet habt und das, denke ich mal, eignet sich nicht nur jetzt, wenn man irgendwie elektronische Geräte irgendwie mal reinigen möchte oder so eine Linse oder ein Objektiv oder was man sonst so hat oder eben auch, wenn man das dann bei der Video- oder Fotografie mit einsetzen kann, denke ich mal, eignet sich das sehr gut. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal auf dem Drohnengrafer-Kanal. Ciao, tschüss, euer Jörg.